Das Schweigen hat ein Ende. Zum ersten Mal seit der Veröffentlichung von Leaving Neverland hat sich Paris Jackson, 20, jetzt zu der Skandaldokumentation und dem Negativecho in der Presse und bei vielen Zuschauern geäußert. Ihr Statement ist eindeutig. 10 Jahre nach seinem Tod steht Michael Jackson erneut an Pranger. Mit Hilfe der Doku Leaving Neverland wollen die Macher beweisen, dass an den seit Jahren kursierenden Vorwürfen des Kindesmissbrauchs tatsächlich etwas dran ist. Der Film wurde von Dan Reed gedreht, der Regisseur wolle nach eigener Aussage den vermeintlichen Opfern eine Stimme geben, so TNZ. Im Fokus der Dokumentation stehen Bader Rapsan und James Safechuck. Zum Zeitpunkt der angeblichen Missbrauchsübergriffe von Michael Jackson waren die beiden 7 und 10 Jahre alt. Heute sind die Männer über 30 und sprechen in der Produktion zusammen mit ihren Familien über das Geschehene. Was allerdings viele Zuschauer an den Aussagen von Rapsan und Safechuck zweifeln lässt: Sie sagten 2005 in einem Prozess für Michael aus. Ihre Begründung: Der King of Pop habe sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Auch wenn der Film keine neuen Beweise zu den alten Missbrauchsvorwürfen liefert, hat die Doku dramatische Auswirkungen auf das Lebenswerk von Jackson. So hat beispielsweise ein Radiosender in den USA bereits Konsequenzen gezogen und boykottiert nun die Hits der Musiklegende. Nun hat sich auch Michael Jacksons Tochter Paris zum ersten Mal nach der Veröffentlichung von Leaving Neverland zu Wort gemeldet. Am Donnerstag, 7. März, veröffentlichte die 20-Jährige eine Reihe von Tweets, ohne die Dokumentation dabei namentlich zu nennen. Ihre Worte sind allerdings eindeutig: Außerdem ist Paris der Überzeugung, dass die Presse aufhören würde, Lügen zu verbreiten und über echte Neuigkeiten berichten würde, wäre das negative Echo auf die Schlagzeile nicht so groß. Damit wäre wohl eindeutig klar, dass Paris nach wie vor zu ihrem Vater steht.